Ruanda, die Schweiz Afrikas. Das kleine Land in der Mitte des Kontinents ist sehr sauber und sicher. Nichts charakterisiert die ruandische Kultur mehr als die herzliche Gastfreundschaft. Ruanda wurde erst 1962 unabhängig von Belgien. Die Kolonialzeit hat das Land stark geprägt. Sie war auch einer der Gründe für den Völkermord 1994. Gegen 1 Million Tutsi und moderate Hutus kamen ums Leben. Die Ruander haben ihre Vergangenheit aufgearbeitet und erleben einen Wirtschaftsaufschwung. Heute gilt Ruanda als eines der stabilsten Länder Afrikas. Die Schweizer Stiftung BPN glaubt an die Zukunft des Landes und hat anfangs 2011 ein Büro in der Hauptstadt Kigali eröffnet. Geleitet wird das Büro von Alice, einer Ruanderin, die in Frankfurt studiert und in St. Gallen doktoriert hat. Nach 16 Jahren im Ausland ist sie 2011 für BPN in ihre Heimat zurückgekehrt. Inzwischen hat sie 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Ziel ist, jährlich 20 bis 30 kleinere und mittlere Betriebe zu unterstützen und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen. Man trifft sehr viele junge Leute an, die probiert haben, mit wenig Mitteln etwas aufzubauen und sich selbstständig zu machen. Und dadurch, und der Staat fördert das, dass die Menschen, weil der Staat kann nicht so viele Einwohner Arbeitsplätze anbieten, und es wird gefordert, dass die Leute aus eigener Kreativität etwas starten. Oft fehlt Kleinstunternehmern wie dieser Coiffeuse das nötige Rüstzeug, Wissen und Geld. Beides vermittelt BPN. Der erste Schritt, ein 4-tägiger Workshop in Buchhaltung, Marketing und Betriebsführung. Dabei setzen sich die Handwerker vertieft mit ihrer Geschäftsidee auseinander. Was unterscheidet mich von meiner Konkurrenz? Wo möchte ich hin mit dem Betrieb? Man ist gewohnt, heute zu leben. Dann fangen sie an zu planen, langfristig. Und der Businessplan ist der erste Schritt, dann der Einstieg in unserem Programm. Coiffeur Jean-Baptiste hat diesen Schritt bereits hinter sich. Auch er hat Buchhaltungs- und Businessplan-Workshops besucht und einen Kredit von BPN bekommen. Alice und die anderen aus dem BPN-Team besuchen die unterstützten Unternehmer regelmäßig in ihren Betrieben. Die Leute sind immer glücklich, uns zu sehen. Wir machen die Arbeit sehr professionell, aber wir probieren auch sehr persönlich zu sein mit den Leuten. Und wir kommen nicht wie Polizisten hier hinein und kontrollieren, sondern beratend. Jean-Baptiste kaufte 2 zusätzliche Coiffeurstühle und installierte warmes Wasser. Jetzt kommen auch Kunden, die einen etwas höheren Preis zahlen können, in den City Choice Salon. Noch wichtiger als mehr Einkommen zu generieren ist BPN, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Dafür eignen sich produzierende Unternehmen besser als Dienstleistungsbetriebe. Ein typisches Beispiel dafür ist die Näherin Jacqueline. Und sie hat jetzt den Schritt gemacht aus dem Hinterhof, daraus jetzt dieses kleine Atelier hier zu machen. Und gleichzeitig ihre Anzahl Mitarbeiter hat sie jetzt bereits verdoppelt. Jacqueline hat einen Kredit über 4.000 US-Dollar bekommen. Damit konnte sie mehrere moderne Nähmaschinen kaufen. Sie will sich auf Logostickereien spezialisieren. Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nähen im Moment noch auf den alten Maschinen und müssen erst lernen, mit den vollautomatischen umzugehen. Einer der größten Unternehmer, die BPN in Ruanda unterstützt, ist Ernest. Vor 2 Jahren war er noch ein typischer Handwerker. Inzwischen führt er ein Kleinunternehmen. Seine Schreinerei ist die erste im Lande, die mit einer Holztrocknungsanlage ausgerüstet ist. Den Trocknungsraum hat er selber finanziert, die technische Anlage über den Kredit von BPN. Im BPN-Programm ist es so, dass wir erwarten, dass die Leute konkret selber investieren. Und ein BPN-Kredit ist oft verbunden mit der eigenen Investition. Weil die Kredite, die wir geben, ist für das Erweitern vom Betrieb. Der tägliche Umlauf muss vom Betrieb selber schon finanzierbar sein. Die Schreinerei ist erfolgreich. Gerade hat sie einen Großauftrag von der UNICEF bekommen und kann eine ganze Schule mit Mobiliar ausrüsten. Dank solcher Aufträge
konnte Ernest 10 zusätzliche Mitarbeiter anstellen. Auch dieser Unternehmer hat nicht nur von der finanziellen Unterstützung profitiert. Ich konnte viele Seminare besuchen, was mir wirklich sehr geholfen hat. Gratulation. Ihr macht doch die Arbeit. Und jetzt sind wir auf einem guten Weg. Kredite, Coaching und betriebswirtschaftliche Ausbildung, diese Kombination von BPN zahlt sich aus. Dank der finanziellen Unterstützung durch Privatpersonen aus der Schweiz werden noch weitere Kleinunternehmer profitieren. Nicht nur in Ruanda. Rwanda, often called the Switzerland of Africa. This small country in the middle of the continent is very clean and safe. Rwandan culture is characterized above all by its warm hospitality. Rwanda only achieved independence from Belgium in 1962. The colonial era had a major impact on the country and is cited as one of the reasons for the genocide in 1994. Nearly 1 million Tutsis and moderate Hutus were killed in a period of 100 days. The Rwandans have done much to come to terms with the past and have seen steady economic recovery. Today, Rwanda is one of the most stable countries in Africa. The Swiss foundation BPN believes in the future of the country. It opened an office in the capital Kigali in early 2011. The office is headed by Alice, a Rwandan who studied in the German city of Frankfurt and in St. Gallen in Switzerland. After 16 years abroad, she returned to her homeland in 2011 for BPN. Today, she has 4 employees. The goal is to support 20 to 30 small and medium enterprises annually and to create new jobs. You meet a lot of young people with limited financial resources who have tried to create something for themselves and become self-employed. The government is ready to support people who use their own creativity to start their own businesses. Micro-entrepreneurs like this hairdresser often lack the necessary tools, know-how and money. BPN was able to provide both. The first step, a 4-day workshop in accounting, marketing and operations management, during which the entrepreneurs can really focus on their business ideas. What sets me apart from my competition? Where do I want to go with my business? The Rwandans are used to living in the here and now and not planning for the future. Creating a business plan is the first step for entry into the 4-year BPN support program. Hairdresser Jean-Baptiste has already accomplished this step. He also took part in the business plan workshops and received a loan from BPN. Alice and the BPN team visit the BPN-supported entrepreneurs on a regular basis. People are always happy to see us. We work very professionally, but we still treat them very personally. We don't come as police to check up on their businesses. We're there to coach the entrepreneurs. Jean-Baptiste bought 2 additional hairdressing chairs and installed hot water. Now, customers who can afford to pay a slightly higher price also come to the City Choice salon. For BPN, what's even more important than generating more income is the creation of new jobs. For this, manufacturing companies are often better than service companies. A typical example is the seamstress Jacqueline. At first she did her sewing in a backyard. Now she's opened this little workshop. At the same time, she's doubled the number of her employees. Jacqueline received a BPN loan in the sum of $4,000. With this money, she bought several modern sewing machines. She wants to specialize in logo embroidery. At the moment, her employees are still sewing with the old machines and need to learn how to operate the fully automatic machines.
One of the best examples of a successful BPN-supported entrepreneur in Rwanda is Ernest. 2 years ago, he was a traditional craftsman. Today, he heads a small company. His joinery is the first in the country equipped with a wood drying system. He financed the drying room himself. The technical equipment was paid for using a loan from BPN. At BPN, we expect that people invest themselves as well, and a BPN loan is often added to a personal investment. Our loan is intended for the expansion of a company. The working capital must be financed from the operation itself. The joinery is successful. It has just received a large order from UNICEF and will furnish an entire school. Thanks to these kinds of orders, Ernest could hire 10 additional employees. This entrepreneur has also benefited from more than just the financial support. I was able to take part in many BPN seminars, which really helped me. Congratulations. But you are doing the work. And now we are well on track. Business management training, coaching and loans, this combination from BPN pays off. Thanks to the financial support from individuals in Switzerland, Germany and the United States, even more small business owners will benefit. And not just in Rwanda.